Hallo ihr Lieben, es ist jetzt genau 8 Jahre her, seitdem ich mein erstes Video auf YouTube veröffentlicht habe und das waren diese falschen Pfirsiche. Deswegen gibt es heute zur Feier des Tages ein neues Video mit verbesserter Rezeptur und allen Tipps und Tricks, die ihr für die Zubereitung benötigt. Wir brauchen Öl, Puderzucker und etwas Vanillepulver oder Vanillezucker, Mehl, Eier auf Zimmertemperatur, Milch, Backpulver und etwas Zitronen- und Orangenabrieb. Für die Füllung Povidel bzw. Pflaumenmus, Nuss-Nougat-Aufstrich, dann noch etwas Kristallzucker zum Wenden und hier habe ich Rumaroma, das ist optional, und Lebensmittelfarbe in Gelb und Rot. Außerdem verwende ich noch Küchenrolle und diese Kugelausstecher in verschiedenen Größen. Die sind optional, das heißt, die müsst ihr nicht haben, aber wenn ihr sie zu Hause habt, dann verwendet sie und wie, seht ihr im Video. Und schon geht's los, und zwar vermischt ihr im ersten Schritt Milch und Backpulver in einer Schüssel, und zwar mit einem Kochlöffel, am besten aus Holz, und lasst diese Mischung für ein paar Minuten stehen, bis sie schön schaumig ist. In der Zwischenzeit mixt ihr die Eier zusammen mit dem Puderzucker und Vanillepulver schön schaumig. Wenn die Masse so aussieht, fügt ihr unter Rühren das Öl hinzu, allerdings nicht auf einmal, sondern in kleinen Portionen. Danach folgt auch die schaumige Milch-Backpulvermischung. Und Zitronen- und Orangenabrieb. Jetzt wird das Mehl portionsweise hinzugefügt und eingeknetet. Ich verwende hier griffiges Mehl, das ist ganz typisch für Österreich. Wenn ihr in Deutschland lebt, verwendet ihr stattdessen einfach Universalmehl. Jetzt dürft ihr euch nicht wundern, das ist kein Mürbeteig, das ist eine ganz andere Sorte von Teig und er ist auch, wie ihr seht, richtig weich und auch ein bisschen klebrig, aber genau so muss er sein. Fügt also nicht zu viel Mehl hinzu, sondern versucht euch an die Mengenangaben zu halten, die ich euch gegeben habe. Legt den Teig auf eine bemehlte Arbeitsfläche und verwendet nur so viel Mehl, dass der Teig damit benetzt ist und nicht an der Arbeitsfläche klebt. Ihr müsst jetzt also nicht großartig herumkneten und noch extrem viel Mehl hinzufügen, wirklich nur so viel, dass er nicht anklebt. So verhält sich der Teig, wenn ihr ihn in den Händen haltet. Ihr seht, er ist richtig weich und fließt quasi nach unten, aber er sollte trotzdem nicht an den Händen kleben. Also es ist eine wirklich ganz eigene Konsistenz, die er hat. Legt ihn auf ein Stück Frischhaltefolie, wickelt ihn gut ein und stellt ihn kühl für mindestens 30 Minuten. In dieser Zeit wird er sicher nicht ganz hart werden, wie das für Keksteig üblich ist, aber er wird etwas fester werden und lässt sich dann wunderbar bearbeiten. Nach der Kühlzeit ist der Teig bereit und ihr bereitet auch ein Backblech vor mit etwas Backpapier und ich habe hier meinen Kugelausstecher. Wenn ihr so einen nicht habt, dann formt ihr aus dem Teig einfach Stränge, schneidet diese in kleine Stücke und formt daraus Bällchen. Ihr müsst ihn also nicht haben. Jetzt entnehmt ihr immer einen vollen Ausstecher vom Teig, formt schöne Bällchen und legt diese mit etwas Abstand auf das Backblech. Das kann jetzt ein bisschen dauern, bis ihr alle Bällchen geformt habt, aber mit guter Musik und gemütlicher Atmosphäre lässt sich jeder Teig bis zum Ende ausarbeiten. Übrigens, wenn euch die Küchenschürzen aus meinen Videos gefallen, dann könnt ihr diese in meinem Shop bestellen, unter dem Link in der Infobox und in den Kommentaren. Es gibt sie in verschiedenen Formen und Farben und mit und ohne Aufschrift. Das erste Blech ist befüllt und wandert in den vorgeheizten Ofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze für ungefähr 11 bis 13 Minuten. Behaltet sie unbedingt im Auge, denn sie dürfen an der Oberfläche keine Farbe bekommen. Wenn sie fertig sind, sehen sie so aus. Ihr nehmt sie herunter und ihr seht, an der Unterseite haben sie so eine leicht goldgelbe Farbe, aber die Oberfläche ist noch hell. Wenn sie nicht mehr heiß sind, dann nehmt ihr sie vom Backpapier herunter und legt sie auf ein Tablett. Bereitet eine Schüssel für die Keksbrösel vor. Hier habe ich die Hälften, die jetzt noch leicht lauwarm sind. Das spielt eine Rolle fürs Aushöhlen. Hier habe ich noch ein Tablett und mein Werkzeug. Wenn ihr nämlich so einen Kugelausstecher nicht habt, dann verwendet ihr einfach ein spitzes Messer und eventuell einen kleinen Löffel. Schnappt euch die erste Kugelhälfte und fahrt auf diese Weise mit dem Messer am Rand entlang. Höhlt den Keks gründlich, aber auch vorsichtig aus, damit er euch nicht bricht. Deswegen habe ich auch erwähnt, dass man sie aushöhlt, solange sie noch leicht lauwarm sind, weil sie da einfach die ideale Konsistenz haben und nicht so leicht brechen.
Und das ist echt eines meiner Lieblingsküchenwerkzeuge, weil es damit wirklich wie am Schnürchen läuft. Also es geht super einfach und ich bin auch mit dem Aushöhlen relativ schnell fertig. Deswegen werde ich euch dieses Werkzeug auch gerne in der Infobox verlinken. Die Keksbrösel wiegt ihr jetzt ab, ihr braucht davon nämlich 350 Gramm. Zerkleinert sie in einem Foodprozessor oder Multizerkleinerer. Fügt das Rumaroma, Nuss-Nougat-Aufstrich und Povidel hinzu. Solltet ihr zu wenig Keksbrösel haben, also nicht auf diese 350 Gramm kommen, dann könnt ihr diese durch zum Beispiel gemahlenen Butterkeks oder Semmelbrösel ersetzen. Die fertig pürierte Masse sieht dann so aus, sie ist richtig schön cremig und lässt sich sogar spritzen. Also ich verwende mittlerweile gerne einen Spritzbeutel zum Befüllen, alternativ nehmt ihr einfach ein kleines Messer oder einen kleinen Löffel und damit befüllt ihr dann jede der Hälften. Sind alle Hälften befüllt, könnt ihr sie verkleben und wenn in der Mitte etwas herausschaut, dann könnt ihr das einfach mit eurem Finger schön wegwischen und eure Pfirsiche sind dann auch richtig sauber und ordentlich. Ich stelle sie danach gerne nochmal kühl für eine halbe Stunde oder Stunde und erst dann tunke ich sie in Farbe. Bereitet 2 Schüsseln mit etwas Wasser vor und gebt in die eine gelbe und in die andere rote Lebensmittelfarbe. Jetzt tunkt ihr jedes Bällchen immer zur Hälfte in gelbe und in rote Farbe und lasst sie danach sofort auf der Küchenrolle abtropfen. Lasst ihr sie zu lange im Wasser, dann saugen sie sich mit der Flüssigkeit voll und werden matschig. Immer wenn ich so 10 bis 12 Stück auf der Küchenrolle liegen habe und die Bällchen quasi abgetropft sind, folgt das Bad im Kristallzucker. Kommt bitte bloß nicht auf die Idee, die Bällchen ins Wasser zu tunken und dann sofort in den Zucker, denn dadurch wird der Zucker nass, die Bällchen auch und es sieht schrecklich aus, also das macht eure ganze Arbeit zunichte. Und ihr solltet die Küchenrolle auch regelmäßig austauschen. Ich sag euch, dieses Abtropfen spielt einfach für das Endergebnis und für die Optik eine große Rolle. Falls ihr euch über diese kleinen feinen Risse an der Oberfläche der Bällchen wundert, das ist ganz normal, das kommt einfach durch die Struktur und die Konsistenz des Teiges. Das könnt ihr nicht ganz vermeiden, aber durch die Zuckerschicht wird das Ganze auch ein bisschen kaschiert und man sieht es auch nicht mehr so stark. Dafür habt ihr aber richtig schöne, weiche, saftige Bällchen, die von der Konsistenz her wirklich perfekt sind. Stellt sie am besten nochmal kühl, bevor ihr sie serviert, damit sie durch die Füllung noch ein bisschen weicher und saftiger werden. Und dann könnt ihr sie für mindestens 2 Wochen an einem kühlen Ort lagern, am besten in Boxen, die ihr mit Küchenrolle auslegt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und besucht mich gerne auch auf Facebook, Pinterest und Instagram. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.